Ja, aber gibt es Fragen? Du hast auch gesagt, dass Schimpansen keine Planung haben. Also wenn man so symbolische Planung. Ja, aber wenn man die mal live beim Jagen sieht, dann kann man schon denken, dass die eine Erfahrung mit Absprache hat. Also wenn die Kullungsaffen jagen, die haben auch einen Trommelkuh. Also ich glaube, dass das nicht ganz richtig ist. Weil, ja, gibt es mit Sicherheit, die haben keine Geschichte und keine Mythen. Da bin ich bei dir. Aber dass die können sich sehr wohl absprechen, da bin ich ziemlich sicher. Es gibt auch Anthropologen, die auch so ein bisschen so denken. Also die Frage ist ja, welche Abstraktionsniveau sie austauschen. Das wird jetzt gerade erforscht. Aber von Schimpansen und Bonobos weiß man, dass sie Zeichensprachen kommunizieren. Und es gibt einen Affen in einem Zoo, der sammelt Steine und wirft dann damit auf die Zuschauer und versteckt die auch vor, dass sie das nicht sehen und der Überraschungseffekt möglichst groß ist. Das ist Planung und damit ziehen die uns näher, als wir wollen. Das genomungstechnisch ist 1,1% zum Bonobo. Das ist nichts. Weniger als zu Frauen. Es gibt auch keine Menschenrasse, die Wie ist der Menschenrasse, der Schimpanse? Dann sieht zwar etwas anders aus, das ist nur wahr. Aber der Phänotyp ist damit nicht. Ich glaube auch Planung haben sie, aber sie haben keinen abstrakt-symbolischen Austausch. Auf dem Niveau ist es zu rudimentär. Das nehme ich an. Und beim Wahlen, also wenn du Orcas jagen siehst, dann die machen das überfällig, die haben auch Planungshandlung. Also Planung, glaube ich, Zukunftsschätzung, das ist in den Kommunikationssiedlungen voll drin. Warum haben wir diese Gruppenidentifikation? Das ist echt die Frage. Ja, aber ohne dem hätte man nicht überleben können, schlichtweg. Ja, aber die Schimpansen haben auch so überlebt. Ja, aber nicht so gut wie du. Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, dass die Evolution das auch eingebaut hat, weil wir uns auch gegenseitig dezimieren mussten. Also Krieg ist notwendig und auch vielleicht sollten wir uns nicht dezimieren. Es gibt dann noch ein interessantes Detail, das dopaminäre System, das war beteiligt bei der Sprachentwicklung. Und das Wichtige ist, es gibt beim Affen, wir haben sogenannte hyperaktive genetische Regionen, die extrem hyperaktiv sind, aber nur bei uns. Das hat mit Homo erectus wenig angefangen, nicht bei Schimpansen. Und interessanterweise sind diese hyperaktiven Regionen ganz knapp an den GABA-Neurotransmitter-Regionen dran. Das heißt, diese Variabilität genetisch und das dopaminäre System und die Sprachentwicklung hängen zusammen. Das hat schon was miteinander zu tun. Das ist mit der Funktionseinheit. Ja. Aber ich denke, die Gruppeninteraktion geht nur mit einer hochentwickelten symbolischen Sprache. Und da tun sich die Affen etwas schwerer. Aber in welcher Art und Weise, das ist gerade erforscht. Denn vor 20 Jahren hätten wir ja gar nicht sagen können, dass ein Affe Bewusstsein hat. Das kann man heute sagen. Ja, erstmal ein klasse Vortrag, mir sehr gut gefallen. Mir sind ein paar Punkte aufgefallen, da bin ich anderer Meinung. Ja, und zwar faktisch, wir reden über Fakten. Richard Dawkins ist kein Philosoph, sondern Biologe. Also das hast du wohl aus Versehen falsch gesagt. Die Juden waren früher missionarisch, bis es die Christen ihm verboten haben. Das ist auch überraschend eigentlich, aber deswegen missionieren die nicht mehr, weil die seit irgend so einem Kaiser das nicht mehr dürfen. Also die haben mal auch in Konkurrenz mit den Christen früher. Und beim Augustinus, die Erbsünde steht ja schon im Alten Testament drin. Ne? Also mit Eva und Adam, Apfel und dass man dann erst und im Römerbrief steht es auch noch drin mit der Erbsünde. Also das ist jetzt nicht eine Erfindung von Augustinus. So. Aber er hat das ausgebaut. Der hat es ja. In Paulus gibt es Andeutungen, aber dass das sich sexuell fortgepflanzt hat, das kommt von Augustinus. Und das ist. Also, okay. Und das ist also die ausgeprägte. Das Sexuelle kann auch von ihm kommen, das will ich jetzt auch nicht sagen. Aber die Idee hatten schon die Juden gehabt. Also das ist schon, die haben das Copyright, würde ich sagen. Zur Ethik, im
im ägyptischen Kult gab es ein Totengericht und da muss man sich, nach dem Tod muss man sich für einen Richter rechtfertigen und da wurde so eine Liste durchgegangen, was man alles gemacht hat. Und das war also zur Frage, wann es Ethik gab. Das ist also 2700 vor Christus, das ist jetzt nicht so modern, würde ich sagen, dass Ethik da eingezogen ist in manche Religionen, nicht in alle sicher. Natürlich Alte Testament mit den Geboten und den Ritualen. Aber das Alte Testament ist relativ jung. Das ist jetzt 400 vor Christus endgültig entstanden. Gemessen daran, nicht? Aber der Totenkult, der war schon... Das Totenkult ist ein Beispiel. Die Ägypter waren da etwas, da waren die Sumerer schon immer mehr so. Nicht? Ja, also ich meine, das war jetzt nur eine von vielen, die anderen waren vielleicht nicht so. Zum Thema Unendlichkeit, also ich habe ja, Unendlichkeit ist in der Mathematik klar definiert. Und da gibt es auch verschiedene Klassen von Unendlichkeit, also das würde ich jetzt nicht stehen lassen, aber Gödel hat ja bewiesen, dass sozusagen man nicht alles beweisen kann und damit stimmt das schon, was du da sagst. Also im Prinzip schon, aber wenn jemand sagt, dass Unendlichkeit nicht klar definiert ist, dann sagt die mathematische Ader in mir, nein, das ist ganz klar. Ja, aber es ist jetzt relativ spät gekommen. Im 18. Jahrhundert war das kein Thema. Nee, das wusste man nicht. Aber ich hab noch ein paar Fragen. Also das mehr ist jetzt. Und zwar dieses Gehirn, was passiert eigentlich, wenn man, also diese Nahtoderfahrung, ne? Da wird ja immer erzählt, dabei dieses, dass man plötzlich über den Körper schwebt oder sowas. Gibt es da eine neuronale Erklärung dafür? Wenn man das damit. Ja, gut, das ist dieses Orientierungsassoziationsareal, wenn das einmal ausgeschaltet wird, dann kann ich mich nicht mehr lokalisieren. Dann bin ich nicht mehr lokalisiert. Dann bin ich überall oder schwebe ich über meinem Körper. Das heißt, neuronal ist eine Nahtoderfahrung etwas, was man sehr gut beschreiben kann und sehr gut erklären kann. Es gibt ja unterschiedliche Nahtoderfahrungen. Das ist stoffwechselbedingt. Also während der Nahtod, sozusagen, was da physiologisch vorliegt, das ist das Gehirn auch unterschiedlich betroffen. Also da können bestimmte Regionen vorher Sauerstoffmangel, Zuckerschwankungen lokal, dann führt das auch zu ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Also man kann sicherlich das Gehirn auch so stimulieren, dass wenn du im Schläfen dann artifiziell so eine Epilepsie auslöst, das könnte auch mit der Nadel ja, könnte man. Aber Menschen ist natürlich nicht gemacht worden, aber Affen haben sowas ja gemacht, diese grausamen Versuchen, die das Spiel und Stern gerne. Ist das dieser Religionsheld, von dem die sagen? Ja, der Börsiger hat das einmal aufgrund dessen probiert mit Magnetstimulation. Magnetstimulation ist relativ was Ungenaues. Das habe ich nicht erwähnt, weil man das zu wenig belegt ist. Man müsste schon direkt. Also, man könnte es auch mit Drogen machen. Man muss ja nur genau diese Systeme antriggern. Dann hätte man das auch. Die Frage ist, warum das so lange? Warum so ein Nahtoderlebnis im Prinzip so einen maximalen Impact hat, dass das forever remember ist. Ja, gut, wie bei den DLE, also bei der Temporalarmöglichkeiten. Das bleibt Monate, Jahre. Also ist sowas. Aber wie ist das denn? Was macht das für einen Sinn? Also warum ist das so? Also Sachen, die aus dem Dopaminsystem sind, die sind ja nicht so zentral. Ich denke, das ist die maximale Motivation, wenn du das höchste Ziel sozusagen hast und die höchste Erfüllung zusammen, macht einfach, ja, das ist immer meine Vermutung. Ja, das sieht man auch erst am Anfang. Also die Forschung, das läuft ja nicht. Das ist schon super. Ja, Can? Du hast ja eigentlich über Religion, kann ich verstehen, dass man halt mit diesen unendlichen Beschreibungen halt die Leute zusammen mobilisiert. Aber du hast auch bei der Präsentation erwähnt Nationalsozialismus. Beim Nationalsozialisten, was war da sozusagen der Löser? Weil das war ja nicht ein Antwort auf die Unendlichkeit, sondern... Ja, du musst irgendwie auf ein letztes Ziel hingehen und die Nationalsozialisten haben eben die heilige Rasse und das heilige Blut als letztes Ziel gehabt. Und die waren ja dabei, eine Religion tatsächlich aufzubauen. Da gab es diese Ordensburgen mit Meditationen von der SS. Also da war Gott sei Dank, wenn die noch lange länger gemacht hätten die eine religionsartige Bewegung gehabt. Gut, kann man nicht sagen, weil das ja Gott sei Dank schon. Weil ich das auch nicht kenne, was war die Gotteserkenntnis oder was war die Erklärung? Keine, da gab es auch der Religion keinen Gott.
das wollte vielleicht, du brauchst keinen Gott. Wohin du dich beziehst, ist relativ egal. Es gibt auch, Gott ist eine relativ späte Erfindung der Menschheit. Das ist erst so vor 5000 Jahren entstanden. Woher hat man das Gott nicht gekannt? Gab es sowas nicht. Also das ist sozial konnotiert. Das gilt auch für den Bolschewiki-Menschen. Ja, das war ein bisschen schwächer ausgeprägt. Der Stalin hat zwar auch so den Führerkult, das ist ein bisschen religiös in die Richtung, aber das ist nicht so stark ausgeprägt wie der Nationalsozialismus. Und beim Mao? Na gut, das geht auch in die Richtung. Ja, der hätte ja vielleicht sogar einen Linguisten dort haben können. Ja. Mal eine Erklärung dafür, für diese Beibehaltung der Erfahrung nennen, die ich von einem anderen Vortrag hatte. Da wurde das Weltbild als ein System mit vielen lokalen Minima erklärt. Und das dann eben diese Lernerfahrung und was man im Hirn macht, tatsächlich eine Art Hillclimbing-Algorithmus ist, der da durchläuft. Und vielleicht kann man so eine Erfahrung dann eben in das nächste lokale Minima treiben. Und da kommst du dann nicht mehr so schnell raus aus diesem Minimum. Also ein Triggereignis, wo man über den Aktivierungsberg kommt. Genau. In ein, Und es kommt von Wissenschaft ins religiöse Weltbild und kommt dann schlecht wieder raus. Vielleicht. Ja. Wobei wichtig wäre es eigentlich, es wäre vor 10.000 Jahren, wenn man so eine Erfahrung hätte, was hat man dann gemacht? Kann man natürlich sehr schwer nachvollziehen. Aber vielleicht sind das dann auch die großen Innovatoren geworden. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder man Schamanen. Ja, Schamanen machen das übrigens gezielt. Die triggern das dopaminerge System gezielt an, um eben in ein neues Bild zu kommen. Das ist ja, glaube ich, auch eine Funktion von Träumen, dass man da ein anderes Dopaminlevel hat, um damit dann wieder vielleicht neue kreative Ideen zu schöpfen. Ja, also das finde ich ist sehr, ja, vielleicht Schamane, Geheimnis. Ich ziehe darauf hin, dass das Geheimnis und die Grundlage des religiösen, auch wissenschaftlichen, künstlerischen Gefühls ist. Wer hat eigentlich noch Carbon eingelegt? Da gibt es ja Manitou und die Medizinmänner. Und der Medizinmann ist ein Schamane. Aber jetzt habe ich einmal auch nachgegoogelt und nachgeschaut, wie denn die Indianer diese Leute nennen. Weißt du, was ist die Meinung? Die nennen sich nicht Medizinmann, das haben Missionare gemacht, weil der Schamane hat natürlich die Leute geheilt. Der war natürlich Heiler, aber er hieß nicht Medizinmann, sondern er hieß Geheimnismann. Und Manitou, die oberste Gottheit oder Wakan in einer anderen Indianersprache, heißt das große Geheimnis. Das heißt, diese uralten, noch in der Steinzeit lebenden Völker haben das schon realisiert. Also ich finde, das mit dem Geheimnis, das ist eine sehr, sehr profunde Annahme. Denn wie gesagt, wir können in die Steinzeit nicht schauen, wir können nur diese Völker ansehen, die jetzt doch in einer ähnlichen Kulturstufe leben. Ja, aber das, ja. Sag mal was zu den Fundamentalisten, die das ein bisschen abgetan wurden als Gefangene in ihrem Weltmodell. Und perspektivisch, wie soll es denn jetzt den Leuten gehen, die jetzt nicht religiös sind, wenn du sagst, aus dem Weltmodell leiten sich die Moral ab und aus der Moral die Gesetze. Was soll denn dann das Ziel derjenigen sein, die das nicht... Ja, das ist der nächste Vortrag. Nein, aber das ist die große Frage jetzt. Was lerne ich daraus? Wie geht es weiter? Also ich will sagen, ein vollkommen geschlossenes Weltbild, ich bewerte jetzt. Ich habe in dem ganzen Vortrag nichts bewertet. Nicht? Da muss ich bewerten, sage ein geschlossenes Weltbild, das zerstört mir den Kognitionszyklus, das ist absolut schlecht. Aber auch die Religionen entwickeln sich weiter. Sie brauchen ein paar Jahrtausende, aber sie entwickeln sich weiter. Und so kann man auch die Fundamentalisten, der Islam, der hatte Zeiten gehabt, der war das Innovativste, was es gab. Also im 8. Jahrhundert bis ins 14. waren sie die führende Kulturnation, total offen. Die waren führend auf allen Wissenschaftsgebieten, die waren innovativ. Erst im letzten Jahrhundert ist das Ganze untergegangen. Das heißt, der Islam kam auch anders. Also, der Islam sind nicht die Fundamentalisten.
Nur wie bringt man sozusagen die Leute dazu, wieder so zu werden, wie das vor 1000 Jahren war? Da wehren sie sich alle. Das ist die große Krux. Da gab es eben eine Bewegung, die hieß die Mutter-Sieben, die haben die Vernunft in den Vordergrund gestellt. Und die haben gesagt, ja, man kann den Koran auslegen, man kann interpretieren, man macht Wissenschaft, aber gegen diese Gruppe haben die heutigen Rechtsschulen opponiert und sie unterdrückt. Aber es war auch im Islam anders. Also eine große Religion, die auch total innovativ war. Das ist nur jetzt nicht der Fall. Und die Frage, warum, das ist ein anderes Kapitel. Ja. Also nochmal konkreter dazu, wie sieht es denn mit der Theorie, mit der Evidenz jetzt aus? Mit Evidenz, also du hast ja selber gesagt, dass die Erde keine Scheibe ist, das fällt einem ja irgendwann auf und darf ich aufgrund von dieser Evidenz von anderen Leuten vorschlagen. Das ist Moment, das ist eine sehr gute Frage. Oder ist es dann auch... Denn was man hier sieht ist, ja Moment, jetzt machen wir die volle Komplexität auf. Unten ist sozusagen die Realität. Die Wissenschaft geht auf die Realität. Die Religionen bieten ein mythologisches Weltmodell an, die bieten aber eine Glaubenswahrheit an. Das heißt, ich habe hier die Wahrheit und die Wirklichkeit, die so im grünen Bereich ist, die Wirklichkeit betrifft. Das ist Wissenschaft. Alles, was existiert, kann wissenschaftlich erfahren werden. Was symbolisch existiert, also eigentlich die Geisteswissenschaften, tut sich schon viel schwerer. Da kann ich nichts mehr fassen. Und die Religion sagt, so ist es, das ist eine Glaubenswahrheit. Und deswegen muss man zwischen Wahrheit und Glaubenswahrheit trennen. Und deswegen gibt es Leute, die diese zwei Weltbilder parallel in ihren Hirn haben. Es gibt eine Glaubenswahrheit, eine Wahrheit, und die kann sich sogar widersprechen. Das geht. Der Mensch hält das offenbar aus. Und wenn eben der Papst sagt, es existiert der Teufel, dann meint er, das ist seine Glaubenswahrheit, dass er real existiert. Ja, also, das sind so die Dinge, die man aber hier sofort sehen kann. Alle Aussagen sind mythologischer Art. Und was die Realität hat, das ist das grüne Feld. Tja, und wie man aus dem irgendwie rauskommt, ja, das ist ein ziemlich harter Prozess. Aber daran anknüpfend, das müsste ja heißen, wenn ich meine Glaubenswahrheit, wenn ich daran festhalte und die Realität, die stimmt noch nicht ein, ich werde immer mal feststellen, dass ich hinter den Bergen irgendwo sehe oder was auch immer. Irgendwann müsste also mein Hirn mir sagen, da passt das nicht zusammen, mehr noch mal unglücklich und ich muss Praxis machen. Ja, das hat in der Menschheit aber 100 Jahre gedauert. Dass man heutzutage kein Theologe sagt, das Erde, nicht mal als Glaubenswahrheit. Aber das hat sehr lange gedauert. Dass man sagt, die Glaubenswahrheit, da hat man gesagt, man muss die Bibel interpretieren, auslegen und dann war das Sache vom Tisch. Aber das dauert Jahrhunderte. Und auch das Christentum ist übrigens kein geschlossenes Weltmodell. Also ich rede immer mit dem Chefsekretär von Schulmord, der ist Dogmatiker, der hat gesagt, wenn man genau hinschaut, auch die Dogmatik hat eine Geschichte. Das heißt, das Christentum vor 1000 Jahren war jetzt anders als das von heute und das vor 2000 Jahren noch mal anders. Das heißt, das Christentum hat sich geändert, da gab es auch schon Kognitionszyklen. Nur, das wird ein Theologe nicht so eine große Fahne hängen. Warum gibt es noch Dogmatiker? Ja, ich habe mir auch dieses Modell vorgestellt. So, das letzte, ich bin ja dabei, weil ich sage, Gott, das letzte Geheimnis, mein Gott, das kann man ja sagen, kann man ja machen. Sagt er, nein, das ist ja Monismus und ein Dogmatiker beharrt darauf, dass das Weltmodell das einzig wahre ist. Da kann sich das ändern, aber zum Beispiel, dass man sagt, Christus war einfach nur ein Prophet, das Judentum und Islam, da wird das Christentum sich erst einmal abschaffen. Also da gibt es schon Grenzen. Aber wenn man sieht, was das erste Vatikanum gemacht hat, das war ein Riesenkulturbruch. Denn das erste Vatikanum hat das die Vernunft zugelassen. Und übrigens, das Christentum vor dem zweiten Vatikanum, das war 1963, war nicht grundgesetzkonform. Das war absolut gegen das Grundgesetz. Erst das zweite Vatikanum hat das korrigiert. Das heißt, es gibt Korrekturen im Weltmodell. Also das Grundmodell,
wird sich das Christentum schwer tun. Obwohl, ich habe vom Herrn Marx gehört, der hat gesagt, der Christus ist ein Modell, ein Vorbild, durch den wir und das unendliche Geheimnis von Gottes sehen. Und das ist eigentlich das Modell, was ich hier habe. Also Christus ist ein Modell und durch das Modell erfahre ich die Wirklichkeit. Was ja auch irgendwo einen Grund hat. Denn ohne Weltmodell kann ich nichts erfahren. Heißt es, dass jeder ein Brett vom Kopf hat und ist nur unterschiedlich dick? Naja, man kann das dann interpretieren. Okay. Würde ich so sagen. Das kann mich als ja. Man braucht, glaube ich, aber auch das dogmatische Denken, um die Macht zu erhalten. Naja. Denn das ist ja nicht ganz unerheblich in der Kirchengeschichte. Ja? Wie hat die Kirche überlebt? Wenn man Paulus liest, das war ein Sack Flöhe, das Christen. Jeder hat irgendwas anderes geglaubt. Wenn du nicht ein Dogma sagst, so geht's lang, hättest du das nie zusammenhalten können. Das wäre auseinandergefallen wie nur was. Das war nicht Machterhalt, das war einfach eine Linie vorgeben und damit kann sie jetzt das Christentum, naja, hat nicht funktioniert. Bei jedem Dogma, das eingeführt ist, gab es eine Abspaltung. Ja, aber ich glaube nicht, dass es Macht ist. Und das ist nicht nur Macht, das hat eine andere Gründe. Dass du das Weltmodell zusammenhältst und da brauchst du die Dogmatik. Da musst du irgendwas festlegen. Ne? Tja. Ach, noch. Ich hatte mir so bei dem Begriff Weltmodell gedacht, ja, im Grunde, ein Weltmodell ist im Grunde, dann macht man sich zur Weltanschauung. Ja? Und jetzt hat jeder Einzelne seine eigene Weltanschauung. Das ist ja die Entwicklung in der Geschichte zeigt ja, es gibt eine immer stärkere Individualisierung, sodass man also jeder sein eigenes Weltmodell im Grunde hat. Und dann auch jeder in diesem Prozess kommt, an dieses Absolute zu fragen. Und dann zeigen sich ja verschiedene Weltmodelle. Also die Frage, was ist damit gemeinsam? Also ich gehe von der Steinzeit aus, so ein homogenes Weltmodell. Daraus kann man ableiten, was so die Grundaxiomatik ist. Heute, das habe ich kurz angedeutet, jeder hat sein eigenes Modell, aber es gibt ein zugrunde liegendes Modell, das man europäisch-westlich nennen kann. Aber das zu definieren, das ist nicht trivial, absolut nicht. Denn wir haben unterschiedliche Anschauungen, im Grunde haben wir doch dieselbe Richtung. Ich hab noch eine Meldung, weil zum Thema Einsteinzeit. Da hast du von der Einheit von Kultur, Kunst und Religion gesprochen. Hast du dafür eine Quellenangabe? Oder ist das eine Projektion? Die Quellenlage ist mühsam. Aber man sieht eben, wenn man die Höhlenmalerei ansieht. Aber was bedeutet das? Ich meine, wir wissen ja nicht, ob der jemand nur aus Spaß eine Hand angesprüht hat oder warum er die Tiere hingemalt hat, ob das ein Kind war, das geübt hat für die Jagd. Oder das sind so alles Projektionen, die wir haben in das, was sie uns hinterlassen haben. Ob jetzt die Figur, die da kommt, jetzt so quasi zum Anbeten war oder vielleicht auch nur zur sexuellen Befriedigung. Ja. Also wir haben keine Ahnung. Aber das Indiz ist, dass diese Höhlenmalerei über 20.000 Jahre ungefähr gleich bleibt. Also es ist extrem lang tradiert worden. Kinderzeichnungen sind ja auch ziemlich ähnlich über die Jahrtausende. Aber nicht die Tierzeichnungen. Das war höchste Kunst. Und man glaubt, es hat irgendein rituelles, wenn niemand weiß es. Ja, ist eine Projektion. Aber man kann, wenn man das weiterverfolgt und dann löscht, also im Neolithikum, dann hat man schon etwas mehr greifbare archäologische Befunde. Und dann irgendwann in der Stadtkultur beginnt das schon zu zertrösten. Da gibt es schon Machteliten, die ein anderes System haben als die religiösen Eliten. Aber das ist also die Vermutung ist, dass es eher noch homogener war. Aber auch, okay, Moment, man sieht das eben bei den Indianern. Der Schamane. Aber die Indianer leben ja nicht im Nichts. Ich meine, es gab Hochkultur in Amerika, die waren im Austausch. Also die zu sagen, dass es jetzt andere Kulturen sind, das kann man jetzt nicht so sagen. Dr. Who mit seiner Weise geht nicht. Schwierig, nicht? Ja, aber das ist, man kann es so sagen, wenn man die Aufsplitterung der ganzen Systeme zurückverfolgt, das wird also immer einfacher.
Folglich kann man, wenn man den Grenzübergang macht, sagen, es war homogener in der Altsteinzeit. Ein Beweis, wir haben keine Schrift. Was übrig geblieben ist, ist bescheiden. Aber ich denke, also dieses Weltmodell, das muss gruppenbezogen sein. Natürlich, wie weit sich die Gruppen auseinanderentwickelt haben, das kann auch niemand sagen. Und wenn man bedenkt, mit welchen kleinen Unterschieden es sich heute Weltmodelle bekriegen, also zum Beispiel die Abspaltung der Ostkirche und der Westkirche, da ging es um ein einziges Wort, das Filioque. Vollkommen irrsinnig. Das Modell muss sein, weil Gemeinschaft darf was abhängig. Ja, und das sind auch kleine Verhältnisse definiert. Das ging gar nicht anders. Ja, wie gesagt, wir haben noch ein bisschen Getränke. Da kann man noch. Also, dann vielen Dank.